Und dann hat Lindsay abgesagt und dann mussten wir mit einer anderen Agentur, also mit derselben weiterarbeiten, weil sie gesagt haben, wir machen um das Honorar, bringen einen neuen Gast. Das ist schief gelaufen und wir hatten schon im Herbst von einem Herrn Bühlbecker, das ist ein Mann, der größte Schokoladefabrikant von Deutschland, von der Firma Lambert, der hat gesagt, ich kann Ihnen die Ornella Muti bringen, ich bin mit ihr befreundet. Ich konnte aber den Vertrag nicht annehmen, weil wir im Oktober schon mit der Agentur einen Vertrag hatten. Und wir hatten dann nach der Absage am Donnerstag, die eine Katastrophe war, hatten wir dann am Freitag einen zweiten Gast in petto. Und dann habe ich gesagt, unterschreiben wir das wäre lustig gewesen, aber nicht hochwertig. Und daraufhin hat die Jackie mich in der Früh um 10 angerufen, sagt, du erinner dich, im Herbst hat doch der Herr Bühlbecker die Ornella Muti angeboten. Sag ich, ja. Sag ich, du, das ist alles zu spät. Hab den Herrn Bühlbecker angerufen. Der hat nach 5 Minuten hat mich sein Manager angerufen, der heute da ist. Und nach 20 Minuten hat er mit der Ornella Muti alles ausgemacht, weil das Problem ist, die Pressekonferenz heute um 2 Uhr die Autogrammstunde, morgen noch einmal ein Fotoshooting im Abendkleid und dann als letztes Tüpfel der Besuch des Opernballs. Und deswegen, wir hätten Ornella Muti längst vorgehabt, aber wir konnten nicht, weil wir einen Vertrag hatten. Und wir sind jetzt froh, dass Ornella Muti heute da ist und da würde ich um einen Applaus bitten. Ja, vielen Dank. Ornella Muti, welcome to Vienna. It's a great pleasure for us to welcome you here in the Lugner city. We've heard that you speak German very, very well. Nein, nicht very well. Sie spricht sehr gut Deutsch, sie spricht Englisch, spricht Französisch, spricht Italienisch und Russisch. Also in allen Sprachen kann sie Antworten geben. So is it okay for you if we hold a press conference in German? Ja, wenn ich etwas nicht verstehe, ich frage. Okay, also bitte. Diego. Ihr könnt die Fragen auf Deutsch stellen. Herr Heinzel, Dominik, bitteschön, die erste Frage. Mikrofon weg. First of all, thank you for coming because you make Mr. Lugner smile again and happy. Thank you for that. Ich weiß, Ihr Deutsch ist sehr gut. Vor 8 Jahren waren Sie am Wiener Filmball. Ja. Da hat Sie ein Kollege gefragt, ob Sie zum ersten Mal in Wien seien. Und Ihre Antwort, er hat die Frage in Englisch gestellt, und Ihre Antwort war auf Deutsch: Bist du deppert? Nein, was ist deppert? Das habe ich nicht gesagt, das verstehe ich nicht. Woher kommt Ihr gutes Deutsch und wo üben Sie das? Das ist ein großes Problem. Deshalb spreche ich nicht mehr so gut Deutsch, weil ich übe nicht. Ich habe niemand, mit wem Deutsch sprechen, weil meine Mutter ist in Rom und so. Und das ist, weil meine Mutter ist nicht italienisch. So, als ich klein war, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich bin in der Schweiz geendet mit meiner Tante, so habe ich Schweizerdeutsch gelernt, als ich ganz klein war. Und als ich zurück nach Hause kam in Italien, ich sprach nicht mehr Italienisch. Ich war 4. Ich habe nicht viel mehr, auch bevor nicht gesprochen. Und meine Mutter hat mir in eine deutsche Schule, meine Mutter spricht Deutsch, weil sie von Russland nach Deutsch, es ist eine lange Geschichte, aber meine Mutter ist mehr eine deutsche Language Person. So habe ich Deutsch. Und mit meiner Mutter habe ich immer Deutsch gesprochen. Und ich war in einer deutschen Schule in Rom. Das ist perfektes Deutsch, würde ich sagen. Spricht der Lugner Deutsch? Verstehen Sie ihn? Ja, manchmal. Nein, aber das sind Wörter. Das Problem ist, gestern haben wir Sachertorte mit Schlagobers gegessen, ja, und sie sagt Schlagsahne. Ist das dasselbe? Nein, deshalb, weil ich sehr neugierig bin, habe ich gefragt, was ist eine Schlagbohne? Ja. Oder heute habe ich gesagt, ich hole sie morgen knapp vor dem Fotoshooting ab. Sagt sie, was ist knapp? Nein, weil ich dachte, in Deutsch knapp means knapp. Knappe too sharp. Naja, ein bisschen. Aber Österreich hat ein bisschen verschiedene Wörter. Deshalb, die verstehe ich vielleicht nicht. Auch in Deutschland vielleicht. Aber wie in Italien, da sprechen ja auch von Provinz zu Provinz andere Akzente. Ja. Sie waren noch nie am Opernball?
aber Sie haben einen anderen großen Wiener Ball beehrt, 1998, den Wiener Liveboy. Ja, deshalb, als du das gefragt hast. Was? Haben Sie daran noch Erinnerungen? Ja, natürlich. Natürlich. Weißt du, ich denke, dass den Opernball ist etwas that belongs to a tradition, a culture. Österreich, Vienna ist la culla, wie sagt man la culla? Das la babybed of music, Walzer, Operette, cioè. Sie weiß alles. So beautiful, and it's etwas, das it has become more rare, you know. Everybody goes to the movies, everything is hectic, and this is something wichtig for the Kultur, for the artists. It's beautiful. And you cannot forget an opera ball. Wären Sie auch ohne Gage privat hergekommen? Ist das wichtig? Warum fragst du das? Ich hätte Sie auch gern eingeladen. Sie kriegt die Gage ja nicht für einen Besuch des Opernballs, sondern für eine Pressekonferenz jetzt, für Autogrammstunde und für morgen ein Fotoshooting. Und alle anderen, die angeblich umsonst kommen, machen ja dieses starke Programm nicht. Aber sie ist eine starke Lady und sie macht alles, was der Lugner mit ihr ausgemacht hat. Ich denke, dass ich bin eine Schauspielerin und wir tun diese Arbeit für die Menschen. So it's normal that people want to see you, touch you, autographs, but it takes a lot of energy. An hour of autograms. It looks easy, but it isn't. Everybody takes a picture. You always have to be nice, and you have to be. That's a natural. Yeah. You're always nice. But this is in my life a purpose. I don't want to die with the mouth like this. I want to die like this. Heute fragt er endlich wieder einmal. Ja, weil sonst waren sie immer so ruhig. Sie sind wie ein Star angekommen, wie es Ihnen wie weltweit Stars reisen, im Privatjet. Nicht sehr zur Freude der Klimaschützer. Wie stehen Sie zur Klimaschutzdebatte in diesen Tagen? Okay, now I speak English, okay? Ja. First of all, I am a very aware person. My life, I am doing a new company. We are building eco houses, impact zero. I am following everything that can help the community, the world. I try and I do it. Private jet, I know, is not good for the climate. But yesterday morning, my assistant, he could not fly because the planes, you know, it happens. Lately, it happens more with the coronavirus. So, when you have an appointment, wirklich important, where people are waiting for you, what happened if my flight yesterday wasn't there? So, this is why sometimes when you work, I don't have a private jet. I will never even think to have one, even if it's so comfortable to travel when you want. But I am very aware of the things that can be harmful for the world. But sometimes, you know, and you cannot, for example, even with the food, with the vegan and vegetarian, it's easy to say. But when you work, when you live, when you run. So I am trying to do a battle so that everything can be easy to help the world. Today, to help the world is very difficult because you do this question, but I want to see how much you are aware every day. Because it's not only a climate for the plane, it's the plastic bottles. It's so much. So as much as everybody does for, it's already a big thing. Yes, I flew with a private plane. I will be shot today. Ja. Deswegen war sie pünktlich da. In dem Fall ja gerechtfertigt. Sasa, bitte. So, was haben Sie über den Wiener Opernball gehört, bevor Sie mit Richard Lugner in Kontakt waren? Der Opernball hat eine History. It has a tradition. Ich weiß, dass Richard is like 20. How many years you're doing the opera ball? 29 is this 29. So he, not only about the opera ball, because
coming here, going there. He tells me everything about the city. So I am so grateful because I know now so many things. Then the opera is the opera. The opera is not only Vienna. It's very strong in Vienna. It's very important, but opera is opera. It's like cinema. It's singing. It's art. It's so important to keep it alive. Auf was freuen Sie sich beim Opernball? Werden Sie ein Tänzchen wagen? Freuen Sie sich auf die Eröffnung mit Aida Garipolina? Was ist Ingorina Polina? Was war die Ingorina Polina? Aida Garipolina wird singen. Scusa, ich habe nicht verstanden. Ja, kein Problem. Auf was freuen Sie sich? Oder doch den Tanz mit Lugner? Alles freut mich. Alles freut mich und ich bin bereit to have a lot of fun. To hear. Small, only one. Yes. I'm not a good dancer. Me either, but who dances today? Walzer every day. Come on. That's hard. Who does? I mean, but ja, ich freue mich über alles. Wir planen nach dem Mittellogen-Interview um 21:10 Uhr ein Tänzchen. Ein Tänzchen machen. Wie schwer war es, Sie sind sehr kurzfristig gekommen, das richtige Kleid für den Opernball zu finden? Well, this is the advantage to work with always with the same person. So jewelry, I work always with Pasquale Baruni. So I call and I say, I am in the opera ball. Can you get me in Vienna? Yes. I call Uliana Sergenko and I say, I'm going to the opera ball. Uliana gives me dresses. I have spare dresses for things that happen like this. And she cannot send them from Russia. Antonio Grimaldi, but it was a very short notice. But fortunately, I have some dresses that I keep there for accidents, like this. And thanks to Volker Mayer, I have to say this, not because I want to make publicity to my manager, but when Volker calls, he has such a way, because everybody would say hello. At the last minute, you have to call the hairdresser, the nails. I mean, it's a big... But he does it with such a nice thing that I would do everything. Sie wurde überrollt von mir. Und er kam, mich abzuholen. That's really very nice. You know, nobody comes to your city to pick you up. And that, you know, he could have waited, you know. And that's so... I'm so grateful. Thank you, Richard. Thank you. Also. Vielleicht ein paar Worte zu Ihrem Gastgeber, dem Herrn Lugner. Wie haben Sie ihn denn bislang erlebt? Ist er charmant? Was können Sie uns denn über ihn sagen? Ich war wie charmant. Ja, sehr charmant. Er ist sehr charmant. Sie ist auch nicht charmant. Very polite. Very attentive. That's why I was saying, you know, he really tries to make everything nice. He explains, you know, we went to eat to the Sachertorte. We went to eat to the Sachertorte. And he tells me everything. So it's really nice because I will leave with a lot of information that I didn't have. And he does it with a very nice way. He's very simpatico. Thank you very much. So I'm very happy. Zuerst RTL noch bitte. Ornella, Sie haben ja den Ruf einer Diva, steht ja ganz oft geschrieben, eine große Filmdiva. Aber ich finde, Sie wirken gar nicht wie eine Diva. Sie sind eigentlich ja total bodenständig. Also stimmt das gar nicht? Sind Sie gar keine? I don't know, you know. I am what I am. I want to be a person. I want to leave this earth having taken everything the best. And I try to give my best. I do a work that I show to people, so maybe because I work in a lot of countries, that makes me a diva. I don't know what really a diva is, and I would never be. Maybe sometimes I do things that might be misunderstood as a diva attitude, which is not. Our work, it's like, you know, when Lugner before said about the Satz der Satz. I was talking yesterday with Volker. You know, in this work, it happens so many times, but the artist doesn't know, because there is always
a Volker in between, and they speak, and sometimes, you know, in movies, how many times a movie, an actress, all of a sudden she's gone. You don't know that you are an ersatz. But does it matter? No. I thank very much Lindsay Vonn because I had the opportunity, and I admire Lindsay Vonn, of course, like everybody, but thanks to her I'm here, so thank you. Sie ist ein Mensch und nicht abgehoben. Sie ist eine tolle Diva, aber sie ist ganz normal und ohne Probleme. Nein, ja, ich denke, man muss normal sein. Ja, das bist du. Ornella, as a timeless beauty you are, how do you judge the beauty madness of young people of our days? Look at the social medias. Also als zeitlose Schönheit, die Sie sehen, wie beurteilen Sie den Schönheitswahn junger Menschen heutzutage in den sozialen Medien? Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil I understand that, you know, in this moment, the social is so strong, and social gives you money, gives you power, success, and with 20 years, 17, 12, they are stars from the YouTube, Instagram, TikTok, whatever, Facebook. So I understand that why not? Why? I look and I say, I want to do it too. Then beauty fades. Everything fades in life. But you learn that after a while. So the scary thing is only for me, I think, that when you concentrate everything on that, there is a moment, either you understand that you have to change, either you become an alte Puppe, you know, hair, makeup, because you try to follow. But we are mentioned, and why don't we understand how it works? We grow, we are born, we are babies, we grow up, we get older, we die. Let's leave something while you're here, instead of... And then you get old and you don't even know what you've done. Sehr schöne Worte, ja. Bitte schön, B24. Frau Muti, Wien ist ja für die Ball- und Tanztradition bekannt. Ja? Tanzen Sie gerne und wenn ja, welche Tänze tanzen Sie denn gerne? Außer vielleicht Wiener Walzer? Nein, ich tanze nicht. Nicht, weil ich das nicht gerne habe, aber nee, ich tanze überhaupt nicht. Aber können Sie tanzen? Jetzt, dass ich darauf denke, ich tanze nie, ne? Then we stop it. Ja, where? Where do I dance? Zu Hause. Ja, letzte Frage. Zu Hause do I do alone. Ornella, Sie drehen ja nach wie vor Filme in Italien und weltweit. Ist überall, wo Sie sind, auch in Ihrer Heimatstadt, so viel Rummel? Oder ist das, weil So viele Krümmeln. Nein, so much people, so much Medien. Oh, yeah, Is it like that everywhere you go? mostly. I'm sorry. Do you Yeah, but enjoy- when you go in another city, yes. I mean, when you go, but in Italy, it depends. But yes, yeah. And you know, Italy is full of media, so Can you still enjoy it? yeah. Sophia Loren hat auch gesagt, wie sie da war, so viele Medien hat sie schon lange nicht erlebt, wie sie jung war. Und das eine muss ich auch noch sagen, mit allen Italienerinnen hatte ich Glück. Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, alle waren nett und nice. Ja, aber das sind große Frauen. Ja, du auch. Da freut sich der Lugner. Dann sage ich vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz, Herr Lugner, wenn Sie kurz erzählen, was steht heute noch im Programm gemeinsam mit Ornella Muti? Ja, heute steht nichts mehr am Programm. Um 14 Uhr die Pressestunde, die Autogrammstunde. Sie hat gesagt, sie unterschreibt alle, auch wenn es viele sind. Ich hoffe, sie schafft es. Und dann relaxt sie, dass sie sich für morgen vorbereiten Then I kann. have to relax the hand. I have to bring my hand to the spa. Und sie wird heute vom Lugner nicht mehr belästigt. Ah, es ist keine Belästigung. Nein, ich muss die kleine Sachertorte kaufen. Das muss ich. Ja, es ist near your hotel, it's a shop for something. Yeah, I know. No, I want to go to the shop. It's Not 5 einen minutes. Shop. The shop.
Herr Lugner, warum nicht gleich Ornella Muti als erste Wahl? Na, weil ich im Oktober einen Vertrag unterschrieben hatte und da konnte ich nicht mehr aus. Mir wurde sie angeboten und die Jacqueline hat gesagt, nimm sie doch. Sage ich, du weißt, ich habe unterschrieben. Aber Jacqueline hat dann, weil die anderen nicht konnten, sich durchgesetzt, hat mich um 10 Uhr früh angerufen und gesagt, du musst die Mutti hat nehmen. in Energy World gearbeitet. She likes Jacqueline, but Jackie don't go to the podium. She don't want TVs. Yeah, I understand. Darf ich noch eine ganz kurze Frage? Haben Sie den Namen Richard Lugner schon davor gehört? Yes. Richard no, but Lugner ja. Er ist sehr berühmt. Sehr. Ich kann sagen, das hat mit dem nichts. Ich war zu Ostern in Marrakesch und da war ich im Souk. Und ich gehe da ins erste, das sind so Nischen, wo es Verkäufer gibt, sagt, are you Mr. Richard? Sage ich, yes. Ich gehe 5 weiter, wieder, ja, Mr. Richard, sage ich, yes, why? Nimm das Handy raus und zeigt mich mit der Elle McPherson am Opernball. Die APA verteilt die ankommenden Gäste auf der ganzen Welt. Gestern wurden alle Agenturen haben übernommen, dass Ornella Muti zu uns kommt. Ornella, aufpassen, dass Ihnen Herr Lugner morgen nicht die Show stiehlt. Nein, das mache ich sicher nicht. Da ist sie mir zu groß und ich bin zu klein.